endlich in Schweden. Hier sind die letzten Häuser. Jetzt geht's wirklich raus in die Wildnis. Nach monatelanger Vorbereitung sind wir angekommen. So, Becky, los geht's! In einer Gegend, die zu den am wenigsten besiedelten Flecken Europas gehört. Man wird hier einfach jetzt die nächsten 3 Tage keinen einzigen Menschen sehen. Hat hier in den letzten 30 Jahren jemand geangelt? Wir wissen es nicht. Ey, guckt euch das an, diese Natur. Finden es aber heraus. Fisch! Alter, das ist ein großer! Vor uns liegen 72 Stunden in der tiefsten schwedischen Wildnis. Becky, das war die letzte Nacht in der Zivilisation. Jetzt geht's raus in die Wildnis. Rund 100 Kilometer müssen wir noch fahren. Wir haben lange Research betrieben über Google, über Freunde, über Leute, die schon hier waren, über Einheimische. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir uns jetzt irgendwo hinbegeben, wo noch nie jemand war, noch nie jemand geangelt hat. 3 Tage lang werden wir uns aussetzen lassen. Oder setzen uns selber aus. Ich bin gespannt. Let's go. Becky, hier sind die letzten Häuser gewesen. Jetzt geht es wirklich raus in die Wildnis. 100 Kilometer, glaube ich, noch. Ne? Insgesamt. Und die letzten 20 Kilometer sind vermutlich nur noch Schotterpiste. Aber man muss sagen, wir hatten wirklich Hilfe. Wir haben lange überlegt, wo wir das machen. Und wir hatten Hilfe von Olivier Potrat, Freund von dir, kennen viele. Vielen Dank an der Stelle. Der war 3 Monate hier und hat wirklich für uns rausgefunden, wo noch nie jemand geangelt hat. Und ich bin richtig gespannt, da zu angeln heute. Ich auch. Ach, guck mal, Becky, hier sind wir gestern beim Roadtrip Da vorbeigefahren. haben wir gestern die ganzen Hechte gehabt. Komm, wir machen noch einmal Revenge. Okay, aber nur 5 Würfe jeder. Okay, die Rache. Jetzt kriegen wir sie. Angler sind schon bekloppt. Wir sind wirklich auf dem Weg in ein Hechtparadies. Zumindest glauben wir das. Wir haben ewig Research gemacht über Google mit Leuten, um dann einfach wieder an irgendeiner Straße irgendeinem Spot anzuhalten, weil wir da am Abend zuvor 3 Bisse hatten. Das ist doch Wahnsinn, oder? Anstatt da jetzt schnurstracks hinzufahren und dicke Hechte zu fangen, angeln wir hier auf 80er Hechte an der Straße. So, Becky, ich angel mit dem gleichen Köder wie gestern. Guck dir das mal an, wie zerbissen der ist. Und ich habe keinen Fisch rausgekriegt. Doch einen am Ende. Natürlich am Ende. Aber der hat so viel abgekriegt. Ey, das war unglaublich. Das ist jetzt die Rache. Komm, Becky. Jetzt bin ich hyped, ey. Die sollen jetzt beißen. So, First Cast. Becky? Lass es einen großen sein. Ist jetzt kein gutes Zeichen für das Angeln heute. Waren wir wieder hyped. Haben gedacht, jetzt knallen wir direkt einen raus. Nicht war es. Wäre aber langweilig, wenn es so einfach wäre. Ne? Gestern hat man die so geil hinterherkommen sehen. Ja, vor allem hatten wir gestern direkt 4, 5 Stück. Ne? Ja. Gut, hingen alle nicht, aber waren zumindest da. Heute ist gar nichts da. Wahrscheinlich da, wo wir gleich hinfahren, in die Wildnis. Wieder eine Anreise des Todes. Kennen wir ja. Und dann keinen einzigen Fisch. Kann passieren. Ihr werdet sehen. Kann passieren, ey. Ich hoffe es nicht. Das ist wieder so typisch. Aus 5 Würfen, wir machen schnell nur 5 Würfe, beißt nichts, sind jetzt mindestens schon 15 geworden und ich wette, am Ende wären es mindestens 50. Ja, aber wir müssen auch schauen, dass wir Gas geben. zu spät an unserem Gewässer ankommen. Ja, ja. Komm, wir gehen noch einmal da runter und dann gehen wir wirklich weg. Jo. Es ist hier ein Riesenproblem, wenn man mit Google Maps arbeitet oder Google Earth, dass viele Bilder im Winter aufgenommen werden. Man erkennt die ganzen Seen oft nicht, weil da nur eine Eisfläche ist. Und ich hoffe, dass der ausgesuchte See das liefert, was wir uns davon erhoffen. Ja, das hoffe ich auch. Komm, Dicke Hechte, dicke Barsche, vielleicht Forellen, Fofos! Esche. Ich will eigentlich alles fangen. Alles in groß und viel. Dieser Anhänger ist echt praktisch, Becky. Ja, da kriegen wir so viele Sachen rein. Böckmann ist das, ne? Steht sogar drauf. Böckmann und der Anhänger TPV-Trailers. Richtig gut. Becky, komm, So, Abmarsch. Klappe zu, Affe tot. Let's go, Becky. Jetzt sind wir, weiß nicht, 50 Kilometer durch nirgendwo gefahren, wo es wirklich nichts gab. Und jetzt weiß man auch, warum wir wirklich im absoluten Outback sind. Wir biegen jetzt hier ab. Und lassen die Asphaltstraße hinter uns. Ja, das wird wild hier. Das ist wirklich Stein, Schotter, Lehm. Mal gucken, ob wir da ankommen. Aber
denke schon. Ich habe Vertrauen in dich als Captain hier. Nee, ich erinnere mich an Spanien. Guck mal weg, da sehe ich schon einen See durch. Das könnte schon der sein, wo wir jetzt gleich hingehen. Ich glaube, das ist der. Das ist der. Also das ist nicht der See, das ist der, also weil zu dem See kommen wir gar nicht. Ne? Wir müssen hier einsetzen und zu dem See, zu dem wir wollen, da gibt es keine Anfahrt mit dem Auto oder so. Das heißt, wir müssen die Kajaks hier reinsetzen und dann 2 Seen weiterfahren und dann sind wir da. Habt ihr echt Bock? Erstmal müssen wir aber hier auch einen Weg zum Wasser finden. Ja. Aber eigentlich können wir es hier querfeld einschleppen, das Zeug. Ich würde sagen, wir machen das hier. Ja, sind wir endlich angekommen und ich dachte schon, oh geil, losangeln. Aber dann ist mir wieder gekommen, nee, wir sind noch gar nicht da. Ja, wir waren auch lange nicht am Ziel. Mussten die Kajaks vorbereiten, dann in den ersten See packen, dann 2 Stromschnellen überqueren, bis wir dann wirklich erstmal im finalen See ankommen. Ja, vor den Stromschnellen hatte ich schon wieder Sorge, muss ich sagen. Aber hier ist alles nass, ne? Ich glaube, wir müssen direkt die Warthosen anziehen, Becky. Mir ist leicht schlecht, das von deiner Fahrerei. Von meiner Fahrerei? Ja, das hat so gewackelt und geschüttelt. Ja, ich bin langsam und behutsam gefahren. Das sieht nass aus. Warthosen an, Kajaks rein. Komm, jalla. Boah, sind hier viele Mücken. Boah, das ist ein Mückenspray. Ja. Kannst du mir ein bisschen was ins Gesicht spritzen? Kein Problem, Becky. Wenn du den Mund nicht so zusammenpresst, dann mache ich es noch lieber. Wisst ihr was? Die wichtigste Stelle für mich ist hier. Die stechen nämlich immer durch die Socken durch, die Biester. Aber gut, machen wir wahrscheinlich nicht, wenn ich eine Warthose anhab. Ja, da sind wir, glaube ich, ganz gut geschützt. Komm, weg die Kajaks runter. Wichtig, müssen wir die Antriebe noch mal kontrollieren. Wenn ich die sehe, erinnert mich alles an Norwegen, an Heilbutt. Alles erinnert mich an Norwegen. Kennst du diese Meme-Videos, wo sich alles an deine Ex-Freundin erinnert? So? Ja, so war das ungefähr. Alles, jeder Köder, alles hat mich an die Heilbutt erinnert. Ich wollte einfach nur zurück, um ehrlich zu sein. Folgendes, Leute. Wir müssen noch Seile an die Kajaks machen, weil es gibt vielleicht eine kleine Abseilpassage. Nur eine kleine. Für dich gibt es wahrscheinlich mehr als eine Abseilpassage. Ja, könnte auch passieren. Nach dem Frühstück vielleicht morgen. 1, 2, 3, 4 Routen nehme ich mit, Becky. Und du? Ich bin aktuell bei 3. Oh ja, 3 reicht auch, glaube ich. Ich habe eine ein bisschen doppelt besetzt. Das ist meine Topwater-Route, 28 Gramm NXT Prototyp. Und da mache ich ein kurzes, nicht so schweres Vorfach ran, dass es nicht sinkt. Deswegen ein Niti-Vorfach von Stroft. Schon oft gesagt, das ist eigentlich mein liebstes Vorfach. Man kann es knoten, es ist flexibel, es ist ultra haltbar. Man muss nicht so dick nehmen. Ich glaube, das ist fürs Topwater-Angeln hier jetzt auf Hecht die beste Wahl. Oder, Becky? Niti, beste. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel drüber sagen. Das Zeug ist bewährt. So, Becky, los geht's! Boah, Becky, das war erst der Anfang der Tortur. Ich bin jetzt schon komplett durchgeschwitzt. Ja, ich auch. Und vor allem, es geht jetzt noch ein paar, also viele Kilometer über Wasser. Deswegen, Becky, Knallgas und los geht's. Ich bin gleich ready. Born already. Das ist so ein typischer Wikinger. Das ist, blenden wir jetzt noch mal ganz kurz ein. Haben wir das auf Kamera? Ja, natürlich. Are you ready? Yes, I'm born already. So you're born already? I'm born already. Really? Ah, wirklich? Ja, ja. Alltime-Klassiker. Schreibt doch mal in die Kommentare, was für euch ein typischer Wikinger ist. Das wäre mal lustig. Unsere Schwimmwesten hier nochmal. Vielen Dank an André, lieben André. Von Stroft. Von Stroft Fishing Lines. Der hat uns die nämlich fertig gemacht. Nicht nur, dass er uns mit den besten Schnüren ausstattet. Er hilft auch, wenn es um die Sicherheit geht. Er macht sich wahrscheinlich auch Sorgen um uns. So, lass uns das mal reinschieben, das Moped. Okay, Männer. So, nicht lang, wenn ich reinfalle, ja? Ah, aber nee, diese Dinger sind einfach, die sind einfach geil. Oh, Baller, ist das schwer. Das denn, ich komme. Weißt du, was das Schönste ist, Becky? Kaum Mücken hier draußen. Ah, das ist schon mal geil. First Cast typisch. Wir sind endlich auf dem Wasser, haben ewig gebraucht. Und was kommt im Hintergrund? Na klar, der Regen.
werden wir eine schöne Dusche bekommen. Naja, aber trotzdem, ey, guckt euch das an. Diese Natur. Ich hatte es gerade schon gesagt. Man wird hier einfach jetzt die nächsten 3 Tage keinen einzigen Menschen sehen. Vielleicht mal ein Elch oder weiß ich was, aber ansonsten sind wir hier ganz für uns allein und erkunden ein Gebiet, wo vermutlich wirklich noch nie jemand geangelt hat. So jetzt etwa 10 Kilometer zum Campspot, beziehungsweise erstmal um Campspot zu finden und erstmal das Gewässer zu erreichen. Komm, Becky. Fuck, wir sind falsch. Wie? Ich glaube, wir müssen in den anderen See. Ja, wir sind falsch. Scheiße. Sind wir echt falsch? Ja. Wir hätten vorher links gemustert, Ja. wo ich gesagt habe, da geht sowas rein. Ja. Oh nee. Andere Richtung, zurück, Rückzug. Da bin ich einmal der Steuermann und verboxt gleich. Ich bin erstmal in den falschen See gefahren. Ja, stimmt. Und ich habe vorher noch gesagt, Becky, guck mal, hier geht's links ab. Sollen wir nicht da lang fahren? Oh, nein, da lang. Ja, ich habe die Karte falsch rumgehalten, das Handy falsch rumgehalten. Ich weiß nicht, woran es lag, aber Norden und Süden verwechselt. Egal, wir sind ja angekommen. Guck mal, jetzt guckt er aber schon. Ich wette, das war auch der falsche Weg. Becky, bist du dir sicher mit dem Weg? so zu 80%. Zu 80% ist immer gut. Das heißt, nein. Aus den 10 Kilometern, das wird heute auf jeden Fall eine lange Nummer. Boah, Becky, das hat einen Vorteil, wenn man nur 1,58 groß ist. Oh. So. Jetzt haben wir 18 Uhr gleich. Boah. Wenn wir müssen jetzt noch richtig. essen, kochen, Camp aufschlagen, ein bisschen angeln. Erstmal müssen wir jetzt die große Stromschnelle bewältigen. Ah, ja. So, Becky, hier geht's rein zur Stromschnelle. Ich merke schon, die Strömung wird langsam ein bisschen stärker. Merkst du? Ja. Guck mal, wie schnell wir vorankommen. Also ich dachte, das liegt an meinen starken Beinen. Ja, vielleicht. Nach dem Trip habe ich auf jeden Fall ordentlich Beinmuskulatur dazu bekommen. So, Becky, komm, durch da. Vor? Let's go. Bist du hier aufgestanden, Becky? Nee. Ich bin zu fett. Ich komme da nicht rüber wie du. Die Stromschnelle sieht zum Glück nicht ganz so gefährlich aus. Aber ich glaube, es wird trotzdem nicht ganz einfach, die schweren Kajaks durchzubekommen, weil alles voller Steine ist, voller großen Brocken. Mann, ey. Ich Scheiße. liebe die Mücken. Boah, die Viecher nerven so. Das ist unglaublich. Dieses Anheben? Ich habe vorne gar kein Gewicht. Ah, dann weißt du ja, wo ich als nächstes hingehe. Nach vorne. Ah. Und kommt sie. Kannst du ein bisschen Druck machen, bitte? Ja. Danke. Ziehen wir es? Nee, jetzt kannst du langsam ablassen. Druck machen. Ja, ja. Ich hab Druck. Bisschen weniger Druck. Ich mach keinen Druck. Pass auf, bitte. Du musst schnell hochheben, sonst läuft das Wasser rein. Vorne hochheben, schnell. Vorne, 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 vorne. Ja, nimm das Seil bitte. Dann geht's. Top. Okay. Weißt du, was ich mir nur gedacht habe? Die Sache ist ja runter, easy, aber hoch. Lass uns darüber nachdenken, wenn wir an den Punkt kommen. So, Becky, nochmal so wie das eben, ne? Du gehst nach vorne, ich nach hinten. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Auch wenn die Stromschnelle auf den ersten Blick gar nicht so anspruchsvoll aussah, die hat schon in sich gehabt. Ja, man hat das unterschätzt. Ne? Es war natürlich nichts im Vergleich zum letzten Jahr, muss man sagen. Die waren kürzer. Aber da waren auch so Untiefen drin, Löcher. Und dann waren immer so ganz enge Bereiche, die extrem viel Druck hatten. Wenn das Kajak da so irgendwie sich querlegt, dann läuft das mit Wasser voll. Das wäre auch scheiße. Deswegen, es war schon wieder anstrengend und es war schon wieder irgendwie so, ja, dass man dachte, hey, wenn das jetzt noch länger wäre, hätte man keinen Bock, da runter zu gehen. Man hat sich mal wieder deutlich leichter vorgestellt. Ja. Das sind alle Routen runter. Jo, Ich habe sie gerade fast alle geköpft. wäre jetzt für dich nichts Neues. Wuhu! Das denn, wir sind da. Ich noch nicht, aber gleich hoffentlich. Oh, die Mücken sind auf jeden Fall auch schon zu Hause. Was war das?
Rutenhalter ist auch im Arsch. Ist abgebrochen. Ja, Schraube ist abgebrochen, glaube ich. Schwund ist überall. GoPro und Railblazer kaputt gemacht. Wir sind da. Und typisch für uns, eigentlich müssen wir das Camp machen, aber wir wollen jetzt echt mal den ersten Wurf machen hier, oder? Aber wir müssen noch In dem See, wo wirklich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch nie jemand geangelt hat. Die Research und alles andere mit den Leuten, die wir geredet haben, über Monate. Ich glaube, hier hat noch nie jemand geangelt. Becky? Das ändert sich aber jetzt. Mach genau. 1, 2. Mach die GoPro 3. an, Junge! Erster Wurf, kein Biss. Scheiße. Schlechtes Gewässer hier. Wir müssen woanders hin. Hier hat noch nie jemand geangelt. Und jetzt wissen wir auch wieso. Den Spruch haben wir schon oft gesagt. Das sagt man hier so einfach, aber es stimmt und das birgt natürlich auch Gefahren. Wenn hier noch nie jemand geangelt hat, dann weiß man natürlich auch nicht, was sind da überhaupt für Fische drin. Wir haben uns das auf Google Maps angeguckt und dachten, hey, das Potenzial ist da könnten große Hechte drin sein, aber man kann auch da hinkommen und es gibt nur Forellen oder Eritzen. Deswegen war der Druck schon wieder da. Up North 2.0, erinnert euch alle. Da sind wir richtig auf die Fresse gefallen und das wollten wir in diesem Jahr auf jeden Fall vermeiden. Hier, keinen Fisch zu fangen, das wäre hart. Oh, vor den Füßen! Junge, der hat ihn richtig weggenommen. Alter, das ist ein großer. Junge, den komplett weggezimmert. Hier am Krautfeld. Oh, Jungs und Mädels, kein Monster, aber ein echt richtig schöner Fisch. Ich habe ihn gerade im Krautfeld gesehen und dachte auch, ey, sieht super gut aus. Guck dann nur mal zur Seite zu Becky und pam, ist er raufgeknallt. Junge, der hat den so zerlegt, den Köder. Der komplett drin. Oh, er zieht mich zurück. Vielleicht machen wir so nachher einfach, wenn wir zurück wollen. Fangen wir uns einen Hecht, der uns dann die Stromschnelle wieder hochzieht. Schöner. Und drin hier. Jawohl, da ist er, der erste. Der erste schöne Schwedenhecht. So, da ist der Köder, unser Ghost. Und das ist doch für den Anfang schon ein richtig schöner Fisch. Richtig schöner Schwedenhecht. Oh, der Wird ist haben 90? 90, so 91 würde ich Und sagen. auch nicht schlank. Nee, richtig Ungewöhnlich für die wohlgenährt. Jahreszeit und die Ja, Location hier. geil, Becky. Ich kann jetzt ein Camp suchen gehen. Du willst noch ein bisschen angeln, ne? Ja. Einen will ich auf. Ja, einen willst du auffangen. Okay, der Gute darf zurück. Geil, dankeschön. Erster Fisch und gleich so ein schöner. Was für eine Erleichterung. Ich habe es vorher schon mal gesagt, man weiß ja nicht, was da drin ist. Jetzt wussten wir und waren uns sicher, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Es gibt Hechte und es gibt nicht nur Hechte, es gibt auch große Hechte. Weil der hat die direkt 90 und wenn da 90er drin sind, sind da auch Meterfische drin. In den Kajaks ist so geil, ne? Hier, letztes Jahr hatten wir dieses Ruderkajak. Hier diese Polster-Dinger ist richtig gut, weil ich kann angeln und parallel mich fortbewegen. Wenn der Wind kommt, ich habe die Hände frei, ich kann gegen den Wind arbeiten. Das ist einfach perfekt. Viel praktischer, Becky, oder? Als im letzten Jahr. Ja, du kannst einfach freihändig agieren. Ist viel effektiver. Ja. Und jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Wir haben vielleicht auch mal Glück. Team Chaos, Junge, ist am Start. Ah, Biss. War das ein Fisch? Ja. Schade. Ja, ich fische mit Offset-Haken. Da ist die Bissausbeute nicht immer 100%, muss man sagen. Aber dafür kann ich hier geil auch richtig im Cover drin fischen. Ja, jetzt hängt er. Jawohl. Nein! Wieder verloren, Alter. Hab ich gesehen. Ich hab... Egal, wir kriegen noch ein paar. Ja, Becky. ist doch egal. Mann. Du machst Topwater, ne? Manchmal. Ja, da ist der nächste. Sehr gut. Jetzt hängt er aber. Ist leider kein Monster. Boah, aber der ist kampfstark. Der stand hier genau zwischen den Schilfhalmen, zwischen dem Schachtelgras. Kriegst du alleine hin? Ja, ja.
auf unseren Twin am BKK Offset-Haken. Kein Monster, aber mein erster Hecht auf unserer Survival-Tour. Sehr geil. Und der hat auf der anderen Seite auch eine ordentliche Macke. Da war auf jeden Fall ein größerer Hecht schon dran. Yes, entschneidert. Hat einige Versuche gedauert. Und jetzt ist es auch an der Zeit, nach einem Schlafplatz Ausschau zu halten. Dustin ist schon vorne in der Bucht. Da paddel ich jetzt auch mal hin und hoffentlich finden wir da was Passendes, wo wir unser Camp aufschlagen können. Und danach wird natürlich weitergeangelt. So, Campspot suchen haben wir es natürlich einfacher vorgestellt. Becky, Hier ist alles weich, du wiegst halt nur 20 Kilo. weich, nass und absolut uneben. nicht geeignet Das für haben ein wir, Zelt. haben wir wieder nicht bedacht. Ne? Hier sind überall Hügel, das ist überall nass. Müssen wir erst das Richtige finden, aber mir auch egal, wir angeln halt die ganze Nacht dann einfach. Und dieser Blick, guck mal dahin. Dreh dich doch mal kurz um. Geil, ne? So, komm, Becky. Lass Wollen wir reingehen. mal hier in den Wald gehen? Ja, oder? ich würde aber, guck mal, da geht es ein bisschen hoch und da habe ich so die Hoffnung, dass es da geht. Hier ist gut. Hier wird schon fester, gell? Hier ist gut. Aber ist es auch eben? Ja, naja. Besser wird es nicht, würde ich sagen. Also hier ist auf jeden Fall eine Route für die Tiere. Das siehst du, Trampelpfad. Das ist Ja, schau mal hier hin. Sind das Haare oder ist das? Oder sind das Algen? Das sind Haare. Nee. Hier ist auch überall Elchköttel. Solange es nur Elchköttel sind, okay, eine Bärenköttel. Bären wäre auch gut. Wollen wir mal hier Richtung Wasser laufen, weil vielleicht finden wir was, was noch näher am Wasser ist. Ja, aber hier muss man sagen, könnte man theoretisch sein Lager aufstellen. Ja. Ich finde, hier sieht es fast gruselig aus in dem Wald. Findest du? Ja, irgendwie so ein verwunschener kleiner Hexenwald, oder wie man das nennt. Hier wäre so geil von der Entfernung, gell? Ja. Was ist denn da drüben? Siehst du das? Hä? Die bewegen sich, das siehst du, ne? Kein Witz jetzt. Können Elche sein, können Bären, gibt es hier wohl auch. Im Idealfall sind es keine Bären. Im Idealfall sind es keine Bären, finde ich auch besser. Wirklich, ich dachte, ich war mir sicher, das bewegt sich. Und ich war mir eigentlich auch sicher, ey, von der Form ist eher ein Bär als ein Elch. Irgendwann haben wir dann gesehen, als wir näher gekommen sind, ja okay, das waren dann doch nur vom Wind umgeknickte Baumstämme. Aber naja gut, mal kurz weggehen, ein bisschen Angst machen, kann ja auch nicht schaden. Dann lass zurück zu den Kajaks. Wir haben auf jeden Fall einen Notfallplatz da vorne gefunden. Ist zwar recht weit weg vom Wasser, aber besser als gar nichts. Da drüben die Wiese sieht für mich gut aus. Ich würde tatsächlich da in eine von den Ecken gehen, weil es da direkt hoch geht. Komm, Ja, lass rüberfahren. Mal schauen. endlich ein bisschen Regen, ey. Lieben wir. Felix geht mal kurz gucken, ob es da eben ist. Ein bisschen frei, aber von hier sieht es echt nicht so gut aus. Nicht die Beine brechen. Keine Sorge, hab alles unter Kontrolle. Wie sieht's aus? Nicht so gut. Habe ich mir gedacht. Vielleicht da an der Baumkante bei der Wiese, Becky. Nee, da ist nichts. Komm ins Kajak und dann guck mal die Wiese an, oder? Es sieht im Film immer so easy und schnell aus, aber bis dahin haben wir schon bestimmt 2 Stunden damit verbracht, einen Campspot zu finden. Und der Regen hat auch wieder begonnen. Das heißt, so richtig optimal lief es bis jetzt nicht. Oh, Fisch? ja, aber klein. Ich glaube mini. Hoppa, weg ist er. Oh Gott. Hast du einen? Ja. Schöner? Nee. Auf jeden Fall gibt es hier größere, weil meine hat eine riesen Macke am Rücken. Ja, zeig das mal Markus. Ah, und los. Verloren. Oh, nächste Biss. Ja. Ja. Die. Ah, verloren. Was ist los? Hä? Was ist da los? Ja, da ist der nächste. Alter, hier geht's Schlag auf Schlag. Aber auch wieder ein kleiner. Boah, der hat den Ghost. Der hat den Twin komplett weggeatmet. Jetzt hängt er im Kescher von außen. Ja, Halleluja, wie hast du denn das geschafft, Kollege? Der will mich doch verarschen, der Kleine. Fisch. Das ist auch schon wieder ein. Der gerade abgegangen ist, glaube ich.
Kleiner Hecht. Becky, Ja. ich weiß, das macht unglaublich Spaß. Aber wir müssen uns erstmal um ein anderes Problem kümmern, bevor wir jetzt noch richtig angeln. Da haben wir uns ordentlich abgewechselt mit dem Bissen. Ich finde, da sieht man mal, was für Potenzial in so einem Gewässer ist, wenn da keiner angelt. Die beißen nicht nur einmal auf die Köder, sondern du hast ihn drauf. Und ich glaube, ich hatte sogar einen, du hast einen gefangen, setzt ihn zurück und kurze Zeit später beißt er wieder bei mir. Das ist doch Wahnsinn. Das war irre, jeder Wurf. Ja. Also wir hatten, glaube ich, zusammen so 10, 12 Würfe hintereinander, wo jeder Wurf ein Biss war. Ja. Das war Leider krass. kleine Fische, aber es zeigt das Potenzial. Oh, Biss. Ein großer. Ein richtig großer. Nee. Doch, ist drauf. Hey, was macht der denn? Der ist zu mir entgegengeschwommen. Ich glaube, das ist 1 Meter. Ah ja, doch, ist schon. Der ist schon nicht schlecht. Zieht mich auf jeden Fall gut rum. Oh ja, der ist gut. Der ist ein guter Fisch. Oh, guck mal, richtig schöner Fisch. Massiv und so dunkel. Geil. Auf den Ghost. Ihr seht schon, wir kommen nicht zum Camp suchen. Das müssen wir unbedingt machen. Schnell abhaken, Becky, und dann Zelt aufbauen. Ich bin happy. Super geil. Match the Hatch. Massiver 90er Fisch. Schöner. Ein guter und ein schöner. Essen wäre jetzt auch schön. Essen wäre jetzt auch schön, das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt, suchen uns einen Spot und dann gibt es was zu essen. Und der Kameramann wollte unbedingt essen. Der Arme, der wollte die ganze Zeit essen. Ja, wir machen gleich Pause. Klar, wir bauen das Zelt, aber wir machen gleich was zu essen. Nix hat er gekriegt. Gar nichts. Der hatte das völlig falsche Mindset. Der hat gedacht, wir machen einen Campingurlaub. Es ging ums Angeln, wir mussten Fische fangen. Und bis dato... Er hatte schon das richtige Mindset, muss man sagen. Er hat ja durchgezogen. Ja, der musste manchmal schon ganz schön drunter leiden, dass wir noch angeln wollten. Ja. Vor allem zu so unchristlichen Zeiten. Das Gute ist, dass er auch angeln muss, deswegen konnte es ein bisschen nachvollziehen. Ja, aber er durfte nicht angeln. Zumindest meistens nicht. Ich weiß ja nicht, aber dieses Mückenspray hält bei mir jetzt nicht so gut. Ah, okay, aber... Oh, krasser Biss. Ja, jetzt nochmal. Jetzt hängt er. Guter Fisch? Nee, kleiner Fisch. Kleiner, aber starker. Sehr gut. Zieh mich schon mal zum Ufer. Eigentlich perfekte Küchengröße, sollen wir mitnehmen? Oder sollen wir erstmal Camp aufschlagen? Ich will erstmal Camp aufschlagen. Ui, 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 ui. Oh, wie viel Power die haben hier. Doch schon ein sehr schöner Fisch. 80 würde ich ihn schätzen. Wunderschöne Fische. Und jetzt hat er mir meinen Ghost zerlegt. Aber tolles Tier. So, Becky. Plätzchen suchen. Ich komme. Machen wir. Wie oft habt ihr das jetzt schon gesagt? Ja, wir wollten schon sehr oft ein Plätzchen suchen. Ja, ein Wurf noch. Ja, wir haben ungefähr noch, sagen wir so, 20 Würfe gemacht. Aber dafür auch 2, 3 Hechte noch gefangen. Oh, hier ist ja super Matsch. Guck mal, da ist ein richtiger See, Becky. Boah, Alter. Auf der anderen Seite war... Was ist los, Mann? Steckst du fest? Alter, bis zum Knie. Ja, ich bin da hinter den beiden hergelaufen und auf einmal, schwupps, war ich da echt mehr als über dem Knie im Moor versunken. Und dann dachte ich so, ja, Becky, hilfst du mir jetzt raus? Nee, da läuft er erstmal noch rum und filmt mich, ja. Ja, cool. Komm, Becky, Warte mal, wir brauchen erst ein paar Videoaufnahmen von dir, bevor wir dich da rausholen. Krass, Alter, du bist bis zu den Knien drin. Wie viel wiegst du denn? 70. Ich bin da gerade mit 90 rübergelaufen. Ja, Komm mal hier rein. Nee, nee. Was machst du denn? Jetzt hat die Tür Stell dir vor, nachts krabbelst du raus aus dem Zelt, willst kurz scheißen gehen und dann steckst du bis zu den Knien im Schlamm oder im Matsch bis oder im zum Moor. Knien würde gehen, stell dir mal vor, bis zum Hals, so zum Kopf. Guckst du mal mit dem Kopf raus. Worst case, ey. Heißt, die Natur kriegt die verrücktesten Sachen hin, aber einen anständigen Zeltplatz schafft sie nicht. An sich wäre der Platz hier ideal. Ein paar Steine, wo man es hinsetzen kann, aber auch dicke Steine mitten auf der Fläche. Ich glaube, hier sind zu viele Steine. Auf der anderen Seite waren keine, das war besser. Ja,
Also, Becky, ich würde sagen, wir fahren dahin zurück am anderen Ufer, wo wir vorher waren. Da sind wir einmal um den ganzen See gedackelt, haben ewig gesucht. Und wo kommen wir am Ende natürlich raus? Da, wo wir ganz am Anfang waren. Wir können auch nicht die ganze Nacht suchen, wir haben schon wieder 9:30. Wir müssen noch Camp aufbauen, müssen noch Essen zubereiten und eigentlich auch noch ein bisschen angeln. Aber Vor allem Angeln, das ist wichtig. ja. Ich habe die Hoffnung, die Mücken, den Mückenschwarm über mir zu dezimieren und die Mücken zu verscheuchen, weil die sehen, ihre Kameraden sind weg. Die sollten auch lieber weg. Ich habe mich ja schon doof angestellt hier, aber was hast du denn da gemacht? Die Mücken weggedrückt oder was? Ganz Ein elegant. bisschen freundlicher wegschieben von mir. Ah, Ich ja, wollte erst mal total schauen, nett. ich wollte es erst mal auf die freundliche Art versuchen. Ah, ja. Hat nicht gut geklappt, habe Also ich gemerkt. freundlich war da nichts mit den Mücken, das war die Hölle. Das war wirklich unglaublich. Und man dachte ja, auf dem See haben wir unsere Ruhe. Ja, habt ihr gesehen, die ganze Zeit habe ich so da gesessen. Hey Jungs, da kommt richtig Regen wieder. Oh, und kein Camp ist aufgebaut. So, Becky. Es wird dunkel. Weil da hinten echt eine dicke Regenwolke entlang zieht. Ah ja, ich hoffe, die zieht an uns vorbei, ey. Das hoffe ich auch. So, hier haben wir keine Ebbe und Flut, ne? Nee, zum Glück nicht. Brauchen wir nicht so doll aufpassen. Oh, ey. Wo hast du denn werfen gelernt? Ich habe vorgesorgt und habe einen Tarp mit eingepackt, was wir im letzten Jahr nicht hatten. Ich weiß. Ich glaube, das kannst du sowohl spannen als auch zu so einem Dreieck aufbauen, weißt du? Ja. Wir brauchen es aber nur spannen. Höher als die Zelte, das wird für dich schwierig. Soll ich es dann machen? Oben anbringen? Ja, macht Sinn. Sonst wird das hier eine Hobbithöhle. Na dann lass mal spannen. Da musst du mir nur mal ganz kurz helfen, Warum? weil ich nicht hochkomme. Wir können es noch niedriger machen. Ne, ich hab's. Ja, wir müssen nur schauen, dass sich jetzt hier keine Wasserblase bildet und das ganze Ding heute Nacht runterreißt. So, Arbeitsteilung. Natürlich fängt es an zu regnen, wenn wir in Schweden sind. Becky baut Zelt auf. Ich suche für unser Tarp noch einen Stab. Ey, das geht schon wieder genauso weiter wie im letzten Jahr. Es kann doch nicht sein, dass wir immer diesen Regen abbekommen. Sieht vielleicht ein bisschen albern aus mit dem Messer, aber das ist echt gut. Hier. Bitte krieg ich. Geil, aber wie hält der jetzt? Behält. Ich mache hier noch ein kleines Löchlein und dann ist eigentlich perfekt, oder? Ist geil. Was haben wir eigentlich im letzten Jahr gemacht? Was haben wir uns dabei gedacht? Wir standen noch in dem Laden, im ICA. Ich habe gesagt, oh, sollen wir so einen Tarp mitnehmen? Nein, brauchen wir nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Ding eingesetzt, aber es war so dumm, dass wir das nicht dabei hatten. Ey, Warthosen nicht dabei, Tarp nicht. Wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich, Alter, Warten wir ab, noch 5 Touren und wir sind die absoluten Profis in allen Belangen. ist so. So, Zelt steht endlich, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste mir mein legendäres Kettenhemd von Abnorth Volume 1 anziehen, aber ich habe gerade eben festgestellt, das macht die Naschereien zwischendurch recht kompliziert. Not macht erfinderisch. Dustin macht Feuer. Ich platziere das Zelt jetzt noch final und dann bauen wir das zweite Zelt auf. Und dann gibt es auch gleich was zu essen. Also ich habe jetzt Feuerholz geholt. Erstmal so kleines Zeug, um es ein bisschen größer zu kriegen. Natürlich alles nass bei dem Regen. Aber das Gute ist, ich habe viel Rinde von der Birke gefunden und die ist natürlich extrem gut als Brandbeschleuniger. Und ich denke, so kriegen wir es dann trotzdem an. Feuer brauchen wir heute eigentlich gar nicht so, aber so ein bisschen fürs Gefühl, um hier in den Camp-Vibe reinzukommen, ist immer wichtig. Null Uhr. Camp steht. Einigermaßen. Aber das gibt uns die Möglichkeit, nochmal angeln zu gehen. Dann wird jetzt auch Zeit. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, aber irgendwie haben wir noch nicht viel geangelt. Gell? Nee. Aber schon schöne Fische gefangen. Das auf jeden Fall. Komm, lass nicht so lange rummachen. Ab aufs Wasser. Wir wollen noch einen Dickie fangen. Und wir müssen ein bisschen rennen, dann wird man so ein bisschen wacher wieder. Ja, ich dachte schon, geil, jetzt haben wir das Camp aufgebaut, jetzt essen wir noch was und gehen ins Bett. Und ich gucke dann so und wusste gar nicht, was los ist. Da rennen die beiden auf einmal los, dann muss ich natürlich die Kamera nehmen und wieder hinterher rennen und filmen. Unglaublich, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so rüberkommt.
Richtig krass. Mystisch, oder? Jetzt geht's los. 0 Uhr. Boah, irgendwie ist es kalt. Mir ist richtig kalt. Alter, sieht das hier aus. Krass. Fisch! Fisch? Nee, Stein. Hä, mitten auf dem Tümpel ein Steinart? Da muss ich mal hinfahren. So langsam verlieren wir, ups, jetzt bin ich auf dem Stein, so das Tag-Nacht-Gefühl. Und ich bin trotz der späten Stunde eigentlich noch topfit. Oh, da ist er. Großer? Nee, glaube ich. Sieht groß aus von der Welle. Nee, ist ein kleiner. Boah, der. Fuck! War der klein? Vielleicht so 70, 80. Mist. Unglaublich mystisch jetzt, ne, Becky? Das sieht so krass aus. Muss man Das ist überlegen. so krass. Mitten in der Nacht, irgendwo in Nordschweden, hängen wir zwar hier auf dem See rum und versuchen ein paar Hechte zu fangen. Schon verrückt, oder? Ja. Schon verrückt. Dieser Nebel mitten in der Nacht war einfach unglaublich. Es sah so krass aus und diese Stimmung, es ist, glaube ich, schwer in Worte zu fassen. Es war magisch. Ja, es war wirklich magisch und kalt. Ja. Es war so kalt. Kalt war es Es auch. war so kalt. Aber es sah echt krass aus. Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem einen Downer, weil es hat nicht so gut gebissen. Dann war es kalt, dann die lange Anreise. So. Man war so körperlich schon wieder so ein bisschen am Ende. Und ich habe das Bett gebraucht. Also, beziehungsweise die Isomatte und den Schlafsack. Es war schon wieder mitten in der Nacht. Nach 0 Uhr, glaube ich. Ja. Irgendwie wollen die Biester nicht. Nee, ich glaube, die beißen einfach gerade nicht. Naja, ich glaube auch. Das ist, glaube ich, echt eine scheiß Phase gerade. Wenn jetzt hier in dem Schilfgürtel keiner beißt, dann ist es tot. Hier stehen doch garantiert welche. Ja, Fisch. Ah ja, klein. Klein, klein, ganz klein. Oh! Nicht so klein. Nicht so klein? Ja, doch. Ich dachte, das ist ein 45er, aber eher so ein 90er. Geil. Boah. Geiler Fisch auf jeden Fall. Ja, doch, der hat schon eine ganz schöne Futterluke. Ich sag, der hat 90. Was sagst du? Groß. Der passt gar nicht rein in diesen Kescher, ey. Auch der ist groß, der größte für heute. Boah. Oh. Mitternachts. Mitternachtshecht. Mitternachtsmama. Nee. Vielleicht ist es Mitternachtsmeter. Ist auf Leider jeden Fall nicht, ein aber richtig. ist nicht weit weg davon. Nee, das ist ein richtig schöner Fisch, ey. Wow. Boah. Boah. Alter. Was für ein geiles Tier. Ghost. Voll weggezimmert. Und als er gebissen hat, sind ganz viele kleine Fische weggesprungen. Ritzen sind das hier, glaube ich. Und es war noch so geil, du hast 3 Sekunden davor gesagt, wenn hier keiner beißt, ist der Tümpel tot. Ja. Und er hat gerade eben das Wort ausgesprochen und buff, habe ich Buff, gesehen. Das stimmt. Zu groß für uns zum Essen. Geil, ich bin so happy jetzt. Hat sich doch gelohnt, nochmal rauszugehen hier. Ja. Um 0 Uhr. Mittlerweile, 5 vor 1. 5 vor 1? 5 vor 1? Geil, aber ich glaube, an dem Schilfgürtel steht noch einer. Ja, dann werden wir noch mal angeln, oder Micky? Ja, ein paar Würfe machen wir Ein paar schon noch. Würfe machen wir schon noch. Ich will auch noch einen schönen Pike vorm Schlafen gehen jetzt fangen. Ja, da schläft es sich auch besser, habe ich So gehört. ist das. Ich bin müde. Ich glaube, wir sollten noch langsam. Ja, ich würde sagen, die nächste Schilfkante da hinten noch in der Bucht. Ist tot, der Tümpel. Dagegen. Ja, irgendwie sind die nicht besonders aktiv. Obwohl der Dustin jetzt noch so einen geilen Fisch fangen konnte. Mann, ey, ich will aber noch einen fangen, bevor es ins Schlafen geht. Jetzt habe ich einen. Großer? Nee, Baby. Fisch ist Fisch. Hat's doch noch bei mir geklappt, aber der Kollege scheint nicht viel größer zu sein als mein Köder. Ghost in 20 cm, Hecht in 35 cm.
Der Kleine muss noch ein bisschen wachsen. So, Becky, ich würde sagen, das war der letzte Fisch. Lass mal zurückfahren, oder? Die Sonne kommt schon wieder raus. Jo. Alter, vergiss es, dass wir hier pennen können. Schnell zu, schnell zu, schnell zu. Die sind schon alle drin. War ein ultra langer Tag, muss ich sagen. Ja, und wir haben ja fast gar nicht geangelt. Wir haben ja nur Anreise, Camp suchen, Camp aufbauen. Wir haben effektiv vielleicht 1,5, 2 Stunden geangelt. Und morgen geht's weiter. Da gehen wir nämlich weiter entdecken. Hier gibt es noch einen See und darauf habe ich richtig Bock, weil wir dann richtig Zeit haben zum Angeln. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren wie immer. Haut rein. Gute Nacht. Ciao. Ich rutsche hier mal runter, guck mal. Ja. Ich rutsche hier wieder runter. Naja, egal. Gute Nacht, Markus. Gute Nacht, Markus. Dann waren wir fertig mit Angeln. Die beiden gehen ins Zelt und ich dachte so, was ist mit Essen?